An dem Morgen habe ich mich aus meiner Unterkunft in Tbilisi verabschiedet und bin Richtung Westen gefahren. Das war auch der Beginn meiner Rückreise und das Ziel für den Tag war Vardzia, eine Höhlenstadt in der Nähe von der Grenze zur Türkei. Als ich eine Pause am Paravani-See machte, der übrigens auch der größte See Georgiens ist, kam ein Kleinlaster dazu und er parkte direkt neben mir. Er hat sich das Wasser aus dem See geholt. Nach der Stadt Ninusvinda war es schlagartig vorbei mit den guten Straßen. Hui! Vardzia ist eine im 12. Jahrhundert erbaute Höhlenstadt, die als eine Festung gegen Perser und Türken gedient hat. Heute existiert dort ein Kloster, in dem wenige Mönche leben. Eigentlich habe ich 2 Tage dort eingeplant, allerdings eine nicht besonders gute Unterkunft dort erwischt, so dass ich am nächsten Morgen entschieden habe, weiterzuziehen. Der Vorteil war, ich war sehr früh am Kloster und alleine. Akalzike liegt in der Nähe der türkischen Grenze. Zur Zeit der Sowjetunion war das auch die Grenze zur NATO und die Stadt war eine Garnisonsstadt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Rückzug des Militärs begann der wirtschaftliche Verfall der Stadt. Einzige Ausnahme ist die Rabati-Festung, die unlängst restauriert wurde. Im ganzen Land sieht man streunende Hunde. Akalzike hat besonders viele von denen zu bieten. Hier vielleicht auch eine Erklärung dafür. Am Ortsausgang aus Vale, der letzten Ortschaft auf georgischer Seite, ist es dann passiert. Scheiße!
Bald war ich an der Grenze. Trotz nur 3 Autos vor mir fast 1,5 Stunden warten. Der freundliche Iraner vor mir hat das Warten abgemildert. Die georgischen Grenzpolizisten dagegen nicht. Sie waren einfach unfreundlich. What's that? Iranian dish. Oh. Which ones are the best? All of them. All of them. All of them. Wait a All of minute. them. All of them. I take like this. Yes. No problem. Hey, think. Give. Oh, No problem. Give. thank you. Very delicious. Thank you very much. Die türkische Seite war kompliziert, aber im Gegensatz zur georgischen total freundlich. Ich musste einige Stellen anlaufen, etliche Dokumente vorzeigen, mein Gepäck kontrollieren lassen und dann ging es aber weiter. Fast gleich nach dem Grenzübergang ging es auf die Höhe von ca. 2000 Meter, was auch die Durchschnittshöhe von Ostanatolien ist. Trotz der Höhe war es sehr warm. Nie würde ich denken, dass ich auf 2000 Meter war. Landschaft war karg, mit ganz weiter Sicht. Ein Teil der Strecke ging an einem großen Stausee entlang und da wurde ziemlich viel gebaut. Mit der Verkehrsleitung wollte es noch nicht so richtig klappen. Als ich in Erzurum im Hotel eingecheckt habe, saß ich im Foyer und trank meinen Tee. Plötzlich hörte man Schüsse in unmittelbarer Nähe des Hotels. Allerdings, die jungen Männer, die sich dann vor dem Hotel versammelt hatten, sahen eher beunruhigt aus. Am nächsten Morgen, nachdem es keine weitere Schießereien gab, bin ich weiter nach Westen gefahren. Ich wollte die Stadt Sivas in Zentralanatolien erreichen und wieder sehr schöne Landschaften und anfangs super Wetter. Am Nachmittag, kurz vor Sivas, bin ich in den ersten richtigen Regenguss seit meiner Abreise aus Deutschland reingeraten. Sivas ist eine sehr lebendige Stadt und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Ich kam zu Rašaua an und die Straßen waren total verstopft. Und zum ersten Mal ist die Temperaturanzeige am Motorrad in den roten Bereich gegangen. Nicht mal in Istanbul mit seinen Staus ist das passiert. Einige Sehenswürdigkeiten gibt es in Sivas. Unter den wichtigsten sind die Bauwerke der Seldschuken, den Vorgängern
der Osmanen. Die Weiterfahrt ging dann von Sivas nach Göreme in Kappadokia. Es waren ungefähr 260 Kilometer und die Strecke verlief auf den autobahnähnlichen D-Straßen. Eigentlich sind die Autobahnen nicht meine erste Wahl. Allerdings fand ich diese Straßen in der Türkei ganz angenehm. Gut ausgebaut, mit wenig Verkehr und wahnsinnig schönen Landschaften. Es ging an der Stadt Kayseri vorbei und am frühen Nachmittag war ich in Göreme. Hallo. Es war ein Sonntag und der einzige Tag auf meiner ganzen Reise, an dem ich Schwierigkeiten hatte, Sprit zu finden. Die meisten Tankwerte haben mich schulterzuckend nur weitergeschickt. Am Ende hat es aber doch geklappt. In Pamukkale angekommen, habe ich den Nachteil des Reisens in der Hauptsaison und während der Schulferien gesehen. An den berühmten Kalkterrassen waren Massen unterwegs. Dann kam ich oberhalb von den Terrassen an. Da sind die Ruinen der antiken Stadt Hierapolis.
Da hat sich bereits das Gefühl eingeschlichen, dass meine Reise ihrem Ende näher kommt, obwohl ich noch an die 2000 Kilometer bis nach Hause hatte. Teşekkürler ve güle güle. So, jetzt in Europa. An den nächsten 2 Tagen in Halkidiki in Griechenland war nur noch Entspannen und Baden angesagt. Danach wollte ich nach Igoumenica fahren und von dort mit der Fähre nach Venedig.
Venezia.